Uhr ist kompliziert. Diese ganzen hier und Zahnrad und so weiter. Wie kommt man überhaupt darauf, dass man so ein Zahnrad braucht? Und dann wie kann man das hier zeitgemäß einstellen? Wie verbindet das mit der Sonne, mit dem Mond? Du hast was erschaffen, gut. Und wie, und was mit der Verbindung jetzt hier? Da ist doch eine spirituelle Verbindung. Da muss eine spirituelle Verbindung sein. Nicht einfach so akzeptieren, ist gemacht. Das ist Physik. Nein, die Materie muss jetzt hier eine Beziehung aufbauen. Wohin? Mit wem? So, jetzt hast du hier die ganzen Metallteile zusammengebracht und was jetzt? Dreht sich von alleine und dann genau die Zeit kommt raus. Zufällig. Zufällig. Es ist eine Initiation, die alle mit uns. Es ist alles unlogisch. Ja. Logisch ist nichts hier. Wie kommt man darauf hier, dass genau diese Pflanze für diese Krankheit gesund ist? Eine Wirkung hat. Und das hat mit Zeit nichts zu tun. Uhr ist das Komplizierteste. Du entdeckst die Zeit. Du kannst die Zeit hier in deiner Hand halten und wissen, wie ist die Zeit? Was ist die Zeit? Wann ist die Zeit? Das kann nicht sein. Du hast so viele Teile erstmal und genau diese kleinen Teilchen hier genau richtig angesetzt, zusammengebracht. Das muss man noch lernen hier, 3 Jahre, wie viele Jahre muss man studieren für sowas? 4 Jahre. 4 Jahre, jeden Tag musst du gehen in die Schule, theoretisch und praktisch musst du üben. So, 4 Jahre braucht jemand, ein Schüler hier, damit er Geselle wird und nicht Meister. Dass das nachbauen kann. Damit er etwas, was da ist und funktioniert, nachbauen kann. Soll er mal etwas Ähnliches selber entstehen lassen? Kann er nicht. Wenn, dann sehr schwer. So. Aber nur um das zu lernen, so, was da ist, was sichtbar ist, was funktioniert, muss man 4 Jahre lang schuften, lernen und üben. So. Und stell dir vor, es gab das nicht und du musst das erst erfinden. Da gehen nicht mal 4 Jahre, 40, 400, 4000 Jahre nicht mal werden dir helfen. Weil da ist kein Beispiel da, Muster da, kein Prototyp. Doch. Doch, sagt Ahmed Bambies von seinem Herz zu meinem Herz. Ohne Prototyp, sagt er, gibt es nichts in dieser Welt. Alles, was in diese Welt hineinkommt, hat ein Prototyp. Woher weißt du das? Wer weiß mir das? Wo sind die Prototypen? Wo ist ein Prototyp? Prototypen sind in der anderen Welt, in der nicht sichtbaren. In der nicht sichtbaren. Wie nennt sich das, diese Welt? Nicht sichtbare Welt. Nee, unsichtbare Welt. Alemi Misal heißt das. Diese Welt heißt Alemi Misal. Und Alemi Misal bedeutet die Welt der Beispiele. Aha. Dann alles, was in die Welt hineinkommt, egal durch welche Hand, ohne diese Prototyp, die da schon angekommen ist, von einem Vorschöpfer schon da gebracht ist, kommt nichts in die Existenz in dieser Welt. Also woher kommt diese Inspiration? Die Verbindung zu dieser Welt. Du siehst, ohne gesehen zu haben, physikalisch mit deinen Kopfaugen, du siehst mit Herzensaugen, was da ist. Das Prototyp. Subhanallah. Aber auch nicht so einfach.
Wer stellt die Verbindung her? Sheikh Nazim Efendi sagte, der Uhrmacher, der Erste, der die Uhr erfunden hat, ist verrückt geworden. Und kein Mensch ist in der Lage, mit seinem Verstand die Uhr herzustellen. Kein Menschenverstand hat diese Fähigkeit, eine Uhr von nichts in die Existenz zu bringen. Kein Menschenverstand. So. Machen von nichts hier etwas, nicht hier nachmachen. Und dafür braucht ihr 4 Jahre, Tag und Nacht. Damit ihr auswendig lernen kann, welcher Teil gehört wohin. Er muss erstmal auswendig lernen, welcher Teil gehört dahin, wohin. Das schafft kein Menschenverstand. Aus dem Nichts. Genau dieser Teil brauche ich. Dahin. Der Computer, der Mann, der das erfunden hat, hat Sheikh Nazim gesagt, ist verrückt geworden und gestorben. Und nicht er war es, der es erfunden hat. Die Djinn haben ihn geführt. Deshalb ist er auch im Hirn verbrannt. Ist besessen von Djinn gewesen und dann ist verrückt geworden und verrückt gestorben. Als er das sagte, habe ich sofort hier reingeschaut, Sheikh Google gefragt, ob mein Sheikh recht hat. Der Mann ist in sein Haus eingesperrt und gestorben. Verrückt. Das hat mit normalem, kein Menschenverstand macht das mit. Da muss jemand ihm zeigen. Immer muss jemand etwas zeigen, vorführen. Wie man kocht, das nimmt man dahin, da und das erste Gericht. Welches Gemüse ist essbar und so weiter. Wie soll man das feststellen? Und er vergiftet für uns. Ja, 10 sind vergiftet worden und der 11. hat dann ein schönes Rezept gehabt. Immer, und Allah sagt, gibt die Antwort. Und Adam haben wir alles beigebracht. Das Wissen über alles gegeben. Und Adam hat seinen Kindern beigebracht. Eva. So hat es angefangen. Ohne einen Beibringer, ohne einen Lehrer. Am Anfang muss immer der Lehrer sein. Da sein. Dann kommt der Schüler. Immer muss ein Wissender auf den Unwissenden warten. Wenn der Unwissende in die Welt geboren wird, muss schon jemand da sein, wie Mutter, wie Vater für das Baby, die dem Baby alles, das Sprechen und so weiter, das Essen, Trinken und so weiter beibringen. Muss immer erstmal jemand da sein, der es schon weiß. Und ich habe deshalb gefragt, wer war der erste Affe, der alles schon wusste? Wer war der erste Affe, der gesprochen hat? Cheetah. So. Und welcher Affe hat den anderen Affen hier das Sprechen beigebracht?